Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich euch zeigen, dass man hochgesunde Wildkräutersäfte auch im Winter täglich zubereiten kann, weil man sehr viele Wildkräuterarten, dieses einheimische Superfood, auch im Winter noch im Wald und auf den Wiesen finden kann. Subhanallah. Wir brauchen also auch in dieser Zeit nicht auf die hochgesunden Inhaltsstoffe dieser Superfoods zu verzichten. Alhamdulillah. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja nicht umsonst gesagt, Allah hat keine Krankheit herabkommen lassen, ohne dass er für sie zugleich ein Heilmittel herabkommen lassen hat. Und alle essbaren Wildkräuter sind gleichzeitig auch Heilkräuter. Hier sehen wir zum Beispiel die Knoblauchsrauke, die bei Erkältungsbeschwerden, Wundheilung, Rheuma, Gicht, Entzündungen des Mund- und Rachenraums, Zahnfleischentzündungen und Verdauungsbeschwerden in Betracht kommt. Die Heilwirkung beruht vor allem auf den enthaltenen Senfölglykosiden, Saponinen sowie einigen ätherischen Ölen. Diese Inhaltsstoffe wirken vor allem antibakteriell, wassertreibend, auswurfsfördernd, schleimlösend und leicht wundheilend. Das frische Kraut wirkt blutreinigend und harntreibend. Ebenso ist es schleimlösend und hat einen positiven Einfluss bei Asthma, Husten und Bronchitis. Volksmedizinisch wurde es zur Entgiftung und als Wurmmittel eingesetzt. Gequetschte Knoblauchsraukenblätter auf eitrigen Wunden und Insektenstichen wirken entzündungshemmend und desinfizierend. Für eine Frühjahrskur könnte man einen Essig mit Knoblauchsrauke herstellen. Dieser entgiftet und gibt neue Kraft. Sie enthält unter anderem auch die Vitamine A und C und sollte vorzugsweise in Form von frisch gepresstem Saft verwendet werden. Hier sehen wir jetzt den Giersch, den die meisten als unliebsames Unkraut kennen. Die besondere Inhaltsstoffe von Giersch sind ätherische Öle, Bor, Kumarine, Eisen, Flavonglykoside, Harze, Kalium, Calcium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Saponine, Titan, Vitamin A und Vitamin C. Von den Eigenschaften her wirkt er antibakteriell, antifungizid, entsäuernd, entzündungshemmend, harntreibend und kräftigend. Er hilft bei Blasenentzündungen, Erkältungen, Frühjahrsmüdigkeit, Gicht, Hämorrhoiden, Hexenschuss, Husten, Insektenstiche, Ischias, Krampfadern, Rheuma, Verbrennungen, Verstopfung, Würmer und Zahnschmerzen. Wegen seinem immens hohen Vitamin-C-Gehalt wurde er früher auch gegen Skorbut angewendet. Er enthält je 100 Gramm etwa 200 Milligramm Vitamin C. Der Giersch lässt sich gut am dreikantigen Blattstiel erkennen und auch an seiner Dreiblättrigkeit. Also er hat immer so 3 Blätter, die zusammenstehen. Deswegen wird er auch Geißfuß oder Ziegenkraut unter anderem genannt. Auch den Giersch sollte man vorzugsweise in Form von gepresstem, also frisch gepresstem Kräutersaft zu sich nehmen. Im Herbst habe ich den Giersch hier noch sehr reichhaltig vorgefunden, aber im Winter wurde er etwas weniger. Hier sehen wir jetzt die Brennnessel. Es gibt kaum ein gesünderes Kraut als die Brennnessel, subhanallah. Sie beinhaltet sehr viele Vitamine, vor allem Vitamin B1, C, K, Provitamin A, dann Flavonoide, vor allem Quercetin und Campherol, Säuren, zum Beispiel die Ameisensäure, Nervenbotenstoffe wie Acetylcholin und Serotonin, Kieselsäure und Kalium. Eisen, Calcium und Vitamin C weist die unscheinbare Pflanze in großen Mengen auf und stärkt damit nachhaltig das Immunsystem. Sie hilft gegen unzählige Krankheiten, unter anderem gegen Arthrose, Arthritis, Blasenprobleme. Sie hat eine positive Wirkung auf Leber und Galle. Sie hilft bei Gicht, Gelenkentzündungen, Hexenschuss, Ischiasbeschwerden, Nierensteine, Durchfall, Frühjahrsmüdigkeit, Blutarmut, Haut- und Haarproblemen, Zyklusunregelmäßigkeiten. Sie wirkt blutreinigend, entgiftend, entschlackend, hilft gegen einen Eisenmangel. Sie hilft bei allen möglichen Darmerkrankungen, auch bei der Therapie sowohl der Arthrose als auch ihrer akuten Form der rheumatoiden Arthritis kann die Brennnessel aufgrund ihrer entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften höchst wirkungsvoll eingesetzt werden. Sie hilft bei Harnwegs- und Prostataerkrankungen und sie versorgt uns mit Vitalstoffen und Antioxidantien. Sie hilft bei Blasen- und Nierensteinen, sie stärkt die Abwehrkraft, sie senkt den Bluthochdruck, hilft bei Unfruchtbarkeit und Impotenz, auch bei Haarausfall und so weiter und so fort. Sie hat so viele Einsatzgebiete, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann, subhanallah.
Hier sehen wir jetzt den Löwenzahn. Auch der Löwenzahn ist sehr, sehr, sehr gesund, subhanallah. Die wichtigsten Wirkstoffe von Löwenzahn sind Bitterstoffe wie Taraxacin, Eudesmolide und Sesquiterpene und daneben Triterpene, Flavonoide und Phenylcarbonsäuren. Löwenzahn besitzt außerdem einen relativ hohen Kaliumgehalt. Er wird bei Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Völlegefühl, Verstopfungen, Störungen des Galleflusses, Appetitlosigkeit, Harnverhalt, Ekzem und Hauterkrankungen eingesetzt. Wie alle Wildkräuter wirkt er stark entgiftend und versorgt uns mit vielen wichtigen Mineralstoffen. Hier sehen wir jetzt die Taubnessel. Die gibt es in allen möglichen Variationen. Die gibt es als die weiße Taubnessel, die goldene Taubnessel, die lilane, die silberne Taubnessel. Also es gibt sie in allen möglichen Variationen. Die sieht so ähnlich aus wie die Brennnessel. Man sieht aber, dass hier die Blume, das ist jetzt die weiße Taubnessel, dass sie direkt am Stamm sitzt. Ja, sie wirkt adstringierend, blutreinigend, blutstillend, entzündungshemmend, hilft bei Augenflimmern, Ausfluss, Blähungen, Hautproblemen, Husten, Menstruationsbeschwerden, Schwindel, Sonnenbrand, Verbrennungen. Und die besonderen Inhaltsstoffe, die bei ihr zu erwähnen sind, wären die ätherischen Öle, Flavonglykoside, freie Aminosäuren, Gerbstoffe, Kohlenhydrate, Saponine und Schleimstoffe. Hier dazwischen sehen wir auch den Gundermann, der unter anderem ätherische Öle, Bitterstoffe, Cholin, Flavonoide, Gerbstoffe, Kalium, Saponine und Vitamin C enthält. Und er ist auswurffördernd, entzündungshemmend, krampflösend, schleimlösend, trocknend, wundheilend, zusammenziehend und hilft bei Blasenproblemen, Bronchitis, Ekzemen, Gallensteinen, Koliken, Halsschmerzen, Husten, Lungenentzündungen, Nierenproblemen, Schwäche, Zahnfleischentzündungen und Zahnschmerzen. Alle diese Kräuter habe ich bis jetzt, also bis Anfang Januar im Wald finden können. Jetzt im Januar wurde es langsam alles etwas weniger, weil ich schon das meiste so abgegrast hatte. Das Einzige, was man jetzt noch finden kann, sind hier diese silberne Taubnessel hier, die ziemlich giftig aussieht. Also bevor ich die kannte, dachte ich, oh Gott, die ist giftig, die kann man bestimmt nicht pflücken. Bis ich mich dann informiert hatte und herausgefunden habe, dass man auch diese hier sehr gut als Heilkraut benutzen kann. Anders als die anderen Taubnesselsorten ist diese nicht hochwachsend, sondern eher so flach wachsend und es sieht ein bisschen anders aus als die anderen Taubnesselsorten und sie ist auch im Gegensatz zu den anderen, die nur in milden Wintern gedeihen, vollkommen winterfest, winterhart. Man wird sie auch in den allerkältesten Wintern finden. Ja, und abgesehen von dieser silberblättrigen Taubnessel findet man jetzt hier im Januar fast gar nichts mehr im Wald, wie man sehen kann. Also es ist alles kahl, mit Ausnahme eben der Brombeerblätter. Also diese silberblättrige Taubnessel und die Brombeerblätter, die wir gleich sehen werden, sind praktisch jetzt noch die einzigen überlebenden Wildkräuter sozusagen, die man jetzt auch noch im Januar zuhauf findet und die beide sehr gesund sind. Was aber nicht heißt, dass man die anderen Sachen jetzt nicht auch noch finden würde, wenn ich sie jetzt nicht alle schon abgegrast hätte. Hier sehen wir jetzt die Brombeerblätter, die findet man wirklich auch überall in den ganzen Winter über. Die werden niemals, die verwelken niemals und sind immer grün, das ganze Jahr über. Und man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht an diesen Brombeerblättern verletzt, weil die so kleine Biederhaken unter den Blättern haben. Deshalb ist es besser, sie mit der Schere jetzt zu pflücken, wie hier in meinem Fall. Was die Heilwirkung bei den Brombeerblättern betrifft, so wirken sie adstringierend, blutreinigend, blutstillend, harntreibend, schleimlösend und tonisierend. Und ihre Anwendungsbereiche sind die Mandelentzündung, Fieber, Mundschleimhautentzündung, Durchfall, Magen- und Darmkatarrh, Sodbrennen, Blasenentzündungen, Diabetes, Wassersucht, Weißfluss, Wunden, Flechten, Ekzeme, Hautausschläge, Hautunreinheiten. Also bei all diesen Gebieten kann man sie sehr gut benutzen. Auch gegen Durchfall helfen sie eben sehr gut. Auch die Brombeerblätter benutze ich wie alle anderen Heilkräuter nur als in Form von frisch gepresstem Saft. Ach ja, und was ich noch vergessen hatte, die wilde Möhre, das ist hier das ist das Kraut, was wir hier jetzt sehen. Das gibt es natürlich auch noch den ganzen Winter über. Also die wilde Möhre, die findet man auch den ganzen Winter über, sehr flach über den Boden laufend. Sieht eben aus, also die Blätter sehen eben aus wie Blätter von der normalen gezüchteten Möhre. Nur sind die Blätter eben im Winter sehr klein und spärlich. Man muss eben sehr viel davon sammeln, damit man wirklich genug zusammenbekommt, damit sie für eine ganze Woche ausreichen. Denn ich sammle ja immer einen ganzen Korb voll Kräuter
einmal in der Woche, damit ich genug habe damit ich jeden Tag mir so einen Saft zubereiten kann. Und von dieser wilden Möhre muss man dann wirklich schon sehr viel sammeln. Aber das macht ja nichts, denn es gibt wirklich genug davon im Wald überall. Im Altertum galt die wilde Möhre als ein beliebtes Aphrodisiakum, wurde aber auch bei Menstruationsproblemen und als Wurmkur bei Menschen eingesetzt. Weitere beliebte und häufige Anwendungsgebiete waren die Behandlung von Geschwüren, Brandwunden und Frostbeulen. Sie hat eine harndurchspülende Wirkung und einen positiven Effekt auf die Regulation des Blutzuckers sowie auf die Bekämpfung von Durchfall. Letzteres ist begründet durch das in der wilden Möhre enthaltene Pektin. Sie wirkt auch mineralisierend, windtreibend und fördert die Milchsekretion. Und wichtige Inhaltsstoffe dieser Heilpflanze sind ätherisches Öl, Provitamin A, Vitamin B1, B2, C, Pektin, wie schon gesagt, Mineralsalze und Kohlenhydrate. Ja, und auch hier die wilde Möhre benutze ich ausschließlich für meine Kräutersäfte, für nichts anderes. Im Winter nehme ich einfach das, was ich da jetzt noch finde an Kräutern. Da bin ich überhaupt nicht wählerisch. Hauptsache, ich finde noch genug Kräuter, um wirklich jeden Tag meinen gesunden Kräutersaft zusammenzustellen. Einmal in der Woche, wie gesagt, sammle ich so einen ganzen Korb voll und dann kommt das Ganze jetzt hier ins Waschbecken und wird erstmal einmal kurz durchgewaschen. Auf diese Weise werden eventuelle Verunreinigungen gelöst und auf diese Weise saugen die Pflanzen auch richtig viel Wasser auf und bleiben dann mindestens eine ganze Woche lang im Kühlschrank haltbar, wenn man sie dann in einer Plastikdose verstaut. Bevor ich sie dann in so einer Plastikdose verstaue, schneide ich sie dann so etwa in 3 Teile nochmal kurz durch mit der Schere, damit sie sich nicht so verheddern, wenn ich sie dann später für die Saftpresse jeweils immer entnehme aus der Plastikdose. Ja, so geht das dann einfach besser, wenn sie etwas kleiner geschnitten sind. Ja, und dann kommen sie, wie gesagt, jetzt hier so in diese Plastikdose. Die kommt dann einfach in den Kühlschrank. Und wie gesagt, dort bleiben die Kräuter dann wirklich mindestens eine ganze Woche lang haltbar. Auf diese Weise muss ich dann immer nur einmal in der Woche sammeln gehen und bekomme trotzdem jeden Tag meinen gesunden Saft aus diesen Kräutern. Das zeige ich euch jetzt, wie ich diesen Saft hier zubereite. Diejenigen, die mein Video zu meinem Rohkostresümee im Ramadan gesehen haben, haben das ja schon gesehen. Da hatte ich das auch schon gezeigt, aber hier zeige ich das einfach nochmal, denn diese gesunden Säfte sind einfach sowas von gesund, dass es gibt einfach nichts Gesünderes als frische Wildkräutersäfte. Und dabei ist es so einfach, sich diese natürliche Medizin täglich zuzuführen. Denn wie ihr jetzt gesehen habt, muss man sich diese kostenlosen Heilkräuter einfach nur draußen holen und dann durch solch eine günstig zu erstehende Saftpresse, das ist hier eine hochwertige Stahlsaftpresse, also Graspresse, durchziehen. Und schon hat man seine natürliche Medizin, die man wirklich täglich zu sich nehmen sollte, die sehr viele Krankheiten verhindern kann und uns unglaublich viele Nährstoffe zuführt. Denn Wildkräuter sind nicht nur extreme Überlebenskünstler, die oft langen Dürreperioden und schlechten Bodenverhältnissen trotzen können, als auch die kältesten Winterperioden überstehen. Sie sind auch sehr robust, widerstandsfähig, vor Gesundheit strotzend und äußerst lebensfroh. Jeder, der sie isst oder eben trinkt, wie hier in diesem Fall, bekommt die gleichen beneidenswerten Eigenschaften wie sie. Wildkräuter erfreuen mit einem ungewöhnlich hohen Mineralstoff- und Vitalstoffgehalt. Nicht mal die vitalstoffreichsten Kulturgemüse wie zum Beispiel Brokkoli, Rosenkohl oder Grünkohl können es mit den Wildkräutern aufnehmen. Der Vitamin-C-Gehalt zum Beispiel dieser genannten Kulturgemüsearten ist absoluter Spitzenreiter unter den Kulturgemüsearten. Im Vergleich zu den Vitamin-C-Reichtümern der Wildkräuter jedoch sind diese Werte unterstes Niveau. So enthalten Wildkräuter zum Beispiel auch die 3,5-fache Proteinmenge von Kulturgemüse. Sie sind voller bioaktiver Pflanzenstoffe. Die Bitterstoffe in ihnen beispielsweise fördern die Magen- und Gallensaftsekretion, stoppen Fäulnis- und Gärprozesse im Verdauungssystem, pflegen daher die gesunde Darmflora und beugen Pilzinfektionen vor. Sie sind voller Flavonoide und Antioxidantien, die unsere Zellen vor den Angriffen freier Radikalen schützen und wirkungsvoll gegen Krebserkrankungen vorbeugen.
Die Gerbstoffe in vielen Wildkräuterarten hemmen Entzündungen, neutralisieren Gifte und vertreiben Bakterien und Viren. Da sie auch zusammenziehend wirken, werden sie in der Pflanzenheilkunde beispielsweise bei Durchfällen oder Hauterkrankungen eingesetzt. Wildkräuter wurden noch nie von Menschen gezüchtet oder kultiviert und beinhalten daher noch das gesamte Spektrum an Vitalstoffen einer ursprünglichen und kraftvollen Wildpflanze. Deshalb beinhalten sie auch so viel Heilung, weil die noch so ursprünglich sind, wie Allah sie erschaffen hat. Wer täglich ein Glas frisch gepressten Wildkräutersaft zu sich nimmt, wird inshallah kaum mehr krank werden. Denn keine Kulturpflanze kann mit einer solch hohen Nährstoffdichte und so vielen Heilsubstanzen aufwarten wie die Wildkräuter. Sie schenken dem Menschen nicht nur viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, sie schenken auch ihre Persönlichkeit und Widerstandsfähigkeit. Wildpflanzen setzen sich durch, also wirst auch du dich durchsetzen. Wildpflanzen überleben, so wirst auch du überleben. Nehme sie in dein Leben auf, roh und unverfälscht, dann wirst auch du ursprünglich und unverfälscht sein. Nicht umsonst sagt man ja, der Mensch isst, was er isst. Der Mensch bekommt also die Charakterzüge der Nahrung, die er in sich aufnimmt. Grünkräuter in ihrer Vielfalt enthalten alle dem menschlichen Organismus dienlichen Vitalstoffe, nämlich sämtliche Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme und Aminosäuren, das so wertvolle Chlorophyll sowie Ballaststoffe in perfekter Ausgewogenheit. Chlorophyll, das Blattgrün, ist dem Hämoglobin unseres Blutes sehr ähnlich. Es hat stark entgiftende und vitalisierende Wirkung und versorgt unsere Zellen mit einer extra Portion Sauerstoff. Außerdem wirkt es jeder unangenehmen Art von Körpergeruch entgegen. Die Faserstoffe fegen den Darm regelrecht, binden Toxine und Entzündungsstoffe und wirken so Darmerkrankungen entgegen. Wildpflanzen sind durch den hohen Mineralstoffgehalt stark basisch und damit ein ideales Mittel, um den Körper zu entsäuern, zu entgiften und zu entschlacken. Die Konzentration der Vitalstoffe in Wildpflanzen ist so hoch, dass wir uns bei regelmäßigem Verzehr keine Gedanken über irgendwelche Mängel machen müssen. Die gesündeste Form, in der wir uns diese Wildkräuter einverleiben können, ist eben die des gepressten Saftes. Denn durch die Säfte wird der Körper entlastet, weil die aufwendige Verdauung der Ballaststoffe wegfällt. Denn dadurch enthalten wir die Vitalstoffe ohne die schwer verdaulichen Faserstoffe. Wenn man dieses Lebenselixier frühmorgens auf leeren Magen einnimmt, kann dieser Saft sofort verdaut werden, sodass in wenigen Minuten die Vitalstoffe der Pflanze in die Zellen gelangen können und diese entgiften, regenerieren, verjüngen und heilen können. Subhanallah. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr diesen Saft, wenn möglich, frühmorgens auf leeren Magen trinkt. Und wer noch stark mit Giften in seinem Körper belastet ist, sollte diese Säfte dann möglichst mit Wasser verdünnen, wie ihr das eben auch gerade gesehen habt. Das hatte ich ja auch getan. Ich verdünne die trotzdem immer noch, die Säfte, obwohl ich sie schon jetzt seit fast einem Jahr regelmäßig täglich zu mir nehme, indem ich die Saftpresse immer noch mal mit destilliertem, reinem Wasser ausspüle und dieses Wasser dazugebe und den Saft dann auf diese Weise verdünnt zu mir nehme. Trotzdem kann es natürlich sein, dass der ein oder andere hinterher Übelkeit verspürt. Das sind alles Anzeichen einer starken Entgiftung. Die sollte euch nicht beunruhigen und schon gar nicht dazu führen, dass ihr damit aufhört, diese Säfte zu trinken. Denn es gibt wirklich nichts Gesünderes und nichts Besseres zur Entgiftung unseres übersäuerten Organismus als dieser hochgesunde Wildkräutersaft. Wiesengras zählt übrigens auch dazu, der ist sehr, sehr gesund. Den könnt ihr immer dazugeben und mit verpressen. Denn Wildgräser sind noch gesünder als das bekannte Gerstengras und daraus folgend sind natürlich auch diese Wildgrassäfte noch viel gesünder als die gesunden Gerstengrassäfte, die schon die meisten Menschen kennen. Denn das Gerstengras wird natürlich heute auch schon gezüchtet und deshalb kommt es noch lange nicht an das Wildgras heran. Wer daher bis ins hohe Alter gesund, jung, vital und möglichst frei von Krankheiten bleiben will, der wäre wirklich gut beraten, wenn er sich täglich solch ein hochgesundes Wildkräutersaftgetränk einverleiben würde. Das war's dann auch wieder für heute. Dann wünsche ich euch gute Gesundheit und ich hoffe, dass ich euch auch diesmal wieder mit diesem Video für eure Gesundheit inspirieren konnte. Dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum. Eure Mariam.